Archäologen erforschen die Ruinen Mesopotamiens seit Jahrzehnten. Doch ein Objekt widersetzt sich bis heute jeder Erklärung. Ein handtaschenförmiges Artefakt mit Darstellungen von Göttern. Genau dieses Steinrelief, das wir hier von oben betrachten, ist dasjenige, das ich gestern Abend gezeigt habe, mit den sogenannten Man-Bags darauf. Lokale Überlieferungen warnten davor, den Gegenstand zu stören, da er die wachsende Präsenz des Gottes trage, den er darstellt. Andere Forscher vermuten, dass diese Objekte mit Henkeln den Taschen ähneln, die etwa 7000 Jahre später in assyrischer Kunst abgebildet sind. Jetzt enthüllen moderne Technologien verborgene Details unter der Oberfläche und zwingen die Wissenschaftler, sich einer Wahrheit zu stellen, die ebenso erstaunlich wie beunruhigend ist. Die alten Sumerer kannten Handtaschen, oder zumindest Gegenstände, die wir heute so wahrnehmen, sehr gut. Mehrere sumerische Reliefs zeigen deutlich handtaschenförmige Objekte. Flüstern aus den Ruinen. Je länger die Forscher die Tasche in den mesopotamischen Reliefs untersuchten, desto stärker wurde das Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Es war nichts, das man sofort messen oder erklären konnte, doch ein leises Unbehagen breitete sich aus. Die Tasche verhielt sich anders als jedes andere Objekt, das sie je studiert hatten. Sie schien Aufmerksamkeit zu fordern, sie wehrte sich gegen jede Erklärung. Selbst erfahrene Archäologen berichteten von einem kalten Schauer, sobald ihr Blick länger auf ihr ruhte. Von den einheimischen Führern, die die Teams durch die Ruinen begleiteten, kursierten bald erste Warnungen. Und nun kommen wir zu einem beliebten und weit verbreiteten Thema, den sogenannten antiken Handtaschen. Die Einheimischen warnten eindringlich davor, die Tasche zu stören. Manche sprachen von Flüchen, erzürnten Geistern und Unglück für alle, die ihr zu nahe kämen. In Dörfern nahe Nimrud und Ninive hieß es, die Tasche trage den Blick eines Gottes in sich. Einige Führer erzählten, ihre Vorfahren hätten das Objekt selbst in der Erinnerung noch als heilig behandelt. Sie hielten Abstand, sprachen Gebete, bevor sie die Reliefs berührten. Die Warnungen blieben vage, waren aber beharrlich. Die Dorfbewohner verbanden die Tasche mit Nergal, dem mesopotamischen Gott der Unterwelt und der göttlichen Gerechtigkeit. Den Überlieferungen nach wachte Nergal persönlich über sie, und jeder Frevel konnte schwerwiegende Folgen haben. Diese Berichte wurden nie wissenschaftlich bestätigt, doch die wiederholten Warnungen beunruhigten die Ausgrabungsteams zunehmend. Manche Forscher lachten sie als Aberglauben ab. Andere spürten einen unerklärlichen Druck in der Luft, sobald sie in der Nähe solcher Reliefs arbeiteten. Die Spannung im Team wuchs. Es kam zu Streit darüber, wie man weiter vorgehen sollte. Einige wollten die Arbeiten an den Reliefs ganz einstellen. Andere konnten der Faszination nicht widerstehen. Laut Feldtagebüchern gab es immer wieder mysteriöse Zwischenfälle. Geräte versagten plötzlich, Kameras hörten auf zu zeichnen, Metallwerkzeuge rutschten oder verbogen sich ohne Grund. Manche Forscher hatten das starke Gefühl, beobachtet zu werden. Der psychologische Druck war enorm. Archäologen mit jahrzehntelanger Erfahrung berichteten von einer Angst, die sie zuvor nie gekannt hatten. Je mehr Zeit sie mit der Tasche verbrachten, desto stärker schien sie die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Ihre Präsenz wirkte absichtlich. Es wurde klar, um die Geheimnisse der Tasche zu entschlüsseln, brauchte man Technologien, die ins Innere blicken konnten, ohne sie zu öffnen. Eine direkte physische Untersuchung war zu riskant. Das Objekt direkt zu berühren, könnte etwas wecken, das besser unberührt blieb. Die Archäologen erkannten, dass sie moderne Technik benötigten, um das Objekt sicher zu erforschen. Im Inneren Mesopotamiens, wo die Tasche anders behandelt wird. Die Tasche erscheint am häufigsten im alten Mesopotamien auf gewaltigen Steinreliefs, die für Könige und Götter geschaffen wurden. Als Archäologen diese Reliefs genauer untersuchten, fiel ihnen etwas Ungewöhnliches auf. Der entscheidende Moment kam, als sie aufhörten, die Tasche nur als Symbol zu betrachten und stattdessen untersuchten, wie sie die Jahrtausende überdauert hatte. Einer der klarsten Belege stammt aus dem Norden Mesopotamiens, aus den Ruinen von Nimrud, das im Altertum Kalhu hieß. 1845 begann ein britisches Team unter der Leitung von Austin Henry Layard mit der Ausgrabung des Palastes des assyrischen Königs Assur-Nasirpal II. Die Anlage war jahrhundertelang begraben gewesen. Überschwemmungen des Tigris, Winderosion und die ständige Hitze hatten vieles zerstört.
Als die Reliefs freigelegt wurden, war der Schaden deutlich sichtbar. Gesichter waren abgetragen, Flügel gebrochen, lange Abschnitte des Steins abgeblättert, manche Platten vollständig eingestürzt. Doch in mehreren Reliefs sprang sofort ein Detail ins Auge. Die Tasche in den Händen der geflügelten Figuren war gestochen scharf erhalten. Die Kanten waren klar, die Form vollständig. Layard notierte in seinen Tagebüchern, dass bestimmte Objekte seltsam unberührt wirkten, während der umliegende Stein stark verwittert war. Zuerst hielt man es für Zufall. Doch je mehr Wände freigelegt wurden, desto deutlicher wiederholte sich das Muster. Überall Alterungsspuren, nur nicht an der Tasche. In manchen Platten hatte die Erosion sogar die Hände zerstört, die Waffen oder Stäbe hielten. Die Tasche jedoch blieb so klar, dass man ihre Umrisse mit dem Finger nachzeichnen konnte. Berichte des Ausgrabungsteams machen deutlich, dieser Kontrast ließ sich nicht länger ignorieren. Das Phänomen beschränkte sich nicht auf Nimrud. Spätere Ausgrabungen in Ninive und Khorsabad zeigten dasselbe Bild. Auch dort hatten Erdbeben, Sand und Regen die Reliefs unterschiedlich stark beschädigt, und doch blieb die Tasche in jedem Fall auffallend gut erhalten. Die Archäologen bemerkten außerdem Spuren antiker Restaurierungen. An manchen Stellen waren zerbrochene Abschnitte bereits im Altertum ausgebessert worden, Risse geglättet, fehlende Teile nachgeformt, Gesichter und Flügel wiederhergestellt, um das Gesamtbild auszugleichen. Die Tasche jedoch wurde nie angerührt. Die Restaurierungsarbeiten schienen unmittelbar vor ihr zu enden, als gäbe es eine unsichtbare Grenze. Das weckte bei den Forschern leise Besorgnis. Die antiken Baumeister waren nicht nachlässig. Wenn sie eine Platte reparierten, taten sie es in der Regel vollständig. Dass ein einzelnes Objekt bewusst unberührt blieb, deutete eher auf eine strenge Vorgabe hin als auf ein Versehen. Spätere, nicht bestätigte Berichte aus anderen Grabungen deuten sogar darauf hin, dass die Arbeiter glaubten, die Tasche zu verändern sei verboten. Besonders beunruhigend war die durchgehende Konsequenz. Unterschiedliche Städte, unterschiedliche Könige, unterschiedliche Generationen von Handwerkern und immer dieselbe Entscheidung. Alles andere durfte beschädigt, repariert oder verändert werden, die Tasche nicht. Wenn die alten Baumeister es mehr fürchteten, diese eine Tasche zu verändern, als heilige Götterfiguren zu beschädigen, dann besaß sie womöglich eine Autorität, die sogar über die Götter selbst hinausging. Das Objekt, das eigentlich nicht existieren dürfte und doch überall zu finden ist. An den Steinwänden mesopotamischer Tempel und Paläste taucht dasselbe Objekt immer wieder auf. Es ist klein, sorgfältig geformt und bewusst platziert. Seine Form ist unverkennbar. Flacher Boden, gerade Seiten und ein runder Henkel. Sobald Forscher es an einer Stelle entdeckt hatten, begannen sie es überall zu sehen. Je mehr Ausgrabungsstätten untersucht wurden, desto schwieriger wurde es, dieses Muster zu ignorieren. Dasselbe Objekt erschien in Reliefs, die Jahrhunderte auseinanderlagen. Es tauchte in verschiedenen Städten auf, unter unterschiedlichen Herrschern. Kulturen wandelten sich, Stile veränderten sich, Reiche gingen unter, doch das Objekt blieb. Jedes Mal erschien es in einer heiligen Szene, niemals im Alltag oder bei profanen Tätigkeiten. Es gehörte ausschließlich zu Momenten des Glaubens, des Rituals und der Macht. Die Figuren, die das Objekt hielten, waren niemals gewöhnliche Menschen. Es waren Götter, göttliche Boten oder mächtige Wächter, oft überlebensgroß dargestellt. Sie standen in ruhiger Pose, meist frontal zum Betrachter, als würden sie ihn direkt ansprechen. Das Objekt lag stets klar erkennbar in ihren Händen und wurde wie etwas von großer Bedeutung präsentiert. Nach Berichten antiker Künstler galten strenge Regeln für die Platzierung heiliger Symbole, was darauf hindeutet, dass dieses Objekt eine ganz bestimmte Rolle hatte. Besonders auffällig ist, wie es gehalten wird. Es wird nie praktisch genutzt, nie gekippt, geöffnet oder weitergereicht. Stattdessen wird es ruhig und kontrolliert nach vorne gehalten. Diese Haltung wirkt bewusst und wiederholt sich über verschiedene Regionen hinweg. Moderne Betrachter bemerken es sofort. Selbst Museumsbesucher ohne Geschichtskenntnisse zeigen oft zuerst genau darauf. Es wirkt vertraut und gleichzeitig fremd. Es fügt sich nicht wie andere Symbole in die Szene ein, sondern sticht heraus, ohne Erklärung. Kuratoren berichten, dass Fragen zu diesem Objekt immer wieder auftauchen, sogar bei Menschen, die diese Reliefs zum ersten Mal sehen. Deshalb kamen die Forscher zu einer gemeinsamen Erkenntnis. Das Objekt war kein bloßes Dekorationselement. Dekorative Symbole passen sich Raum und Stil an. Dieses hier folgte festen Regeln. Es erschien nur dort, wo es erlaubt war, und nirgendwo sonst.
Seine Präsenz war streng kontrolliert, kein künstlerisches Filmmaterial. Um zu verstehen, warum es sich so perfekt erhalten hat, mussten die Archäologen genau untersuchen, an welchen Stellen es am häufigsten vorkam. Wie der Scan alles verändert, was wir zu wissen glaubten. Den Forschern wurde klar, dass die Tasche über Generationen hinweg geplant worden war. Die verschiedenen Phasen der Bearbeitung, die Anpassungen und Verfeinerungen waren keine Fehler. Es handelte sich um bewusste Schritte, die sich über Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte erstreckten. Manche Wissenschaftler sind überzeugt, dass die mesopotamischen Handwerker geheimen Anweisungen folgten, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden. Wissen, das niemals für die Öffentlichkeit bestimmt war. Die Scans enthüllten Muster, Schichtungen und Details, die nur durch sorgfältige, langfristige Planung entstanden sein konnten. Ein Archäologe, Dr. Elias Harun, hat seine gesamte Karriere dem Studium dieser Tasche gewidmet. Er ist davon überzeugt, dass die bisher entdeckten Exemplare nur Teil eines viel größeren Systems sind. Ein Archäologe, Dr. Elias Harun, hat seine gesamte Karriere dem Studium dieser Tasche gewidmet. Er ist davon überzeugt, dass die bisher entdeckten Exemplare nur Teil eines viel größeren Systems sind. Seiner Ansicht nach wirken die Reliefs unvollständig, als ob andere Teile verloren, versteckt oder noch unentdeckt sind. Dr. Harur vermutet, dass die Tasche Teil eines Netzwerks heiliger Objekte und Stätten gewesen sein könnte, allesamt darauf ausgelegt, rituelles Wissen und Macht zu verschlüsseln. In seiner laufenden Arbeit verfolgt er Reliefs im gesamten Nahen Osten, in der Hoffnung, weitere Beispiele zu finden, die das Gesamtbild vervollständigen könnten. Die Scans zeigen außerdem, dass die heiligen Rituale, in denen die Tasche eine Rolle spielte, weitaus strenger kontrolliert wurden als bisher angenommen. Die innere Geometrie und verborgenen Strukturen deuten darauf hin, dass nur Eingeweihte oder speziell Ausgebildete sie entschlüsseln konnten. Den Berichten nach diente die Tasche möglicherweise als Gefäß für rituelles Wissen, als physische Aufzeichnung von Zeremonien, Abläufen und heiligen Anweisungen, die über Generationen hinweg Bestand haben sollten. Ihre Komplexität stellt unsere modernen Zeitvorstellungen in Frage und offenbart Fähigkeiten, Planung und technische Raffinesse, die man der damaligen Epoche bisher nicht zugetraut hatte. Was der erste Scan enthüllte. Laut den Feldberichten war die Tasche nicht einfach als ein Stück mit dem restlichen Relief gemeißelt worden. Eine genaue Untersuchung zeigte, dass sie in mehreren Stufen gearbeitet wurde. Manche Linien waren früher geschnitten, andere erst später hinzugefügt. Das bedeutete, der Tasche wurde eine gesonderte Aufmerksamkeit zuteil, getrennt von den Figuren um sie herum. Besonders auffällig war das Muster im Inneren der Tasche. Die Linien folgten weder der Bewegung der Götter noch den Flügeln oder den umliegenden Symbolen. Antike Reliefs fließen normalerweise harmonisch ineinander. Dieses hier nicht. Die inneren Linien ignorierten die gesamte Szene und bildeten ein eigenes, eigenständiges Layout. Das verriet den Forschern, die Tasche war kein dekoratives Element. Sie folgte eigenen Regeln. Wer sie schuf, arbeitete offenbar nach einem separaten Plan. Ein Hinweis darauf, dass sie einen ganz bestimmten Zweck hatte, der über die bloße Kunst hinausging. Die Scans legten verborgene geometrische Verhältnisse frei. Bestimmte Winkel wiederholten sich mit mathematischer Präzision. Proportionen passten exakt zueinander, auf eine Weise, die kein Zufall sein konnte. Diese wiederkehrenden Maße fanden sich in mehreren Schichten. Unbestätigten Berichten zufolge ähnelten diese Verhältnisse nichts, was in anderen assyrischen oder babylonischen Reliefs je gefunden wurde. Die innere Konstruktion deutete darauf hin, dass der Schöpfer der Tasche ein geometrisches Wissen besaß, das weit über alles hinausging, was man der damaligen Zeit zugeschrieben hatte. Ein weiterer Schock waren die Werkzeugspuren. Die Scanner entdeckten mikroskopisch feine Rillen im Inneren der Gravur. Manche zeugten von extremer Präzision. Den Berichten des Teams zufolge gab es wiederholte Anpassungen und Korrekturen, aber ausschließlich innerhalb der Tasche. Der umliegende Stein wies keinerlei vergleichbare Nachbesserungen auf. Es schien, als hätten die Handwerker ihre gesamte Kunstfertigkeit und Sorgfalt allein auf dieses eine Objekt konzentriert. Einige Forscher begannen zu vermuten, die Tasche sei der Mittelpunkt einer geheimen Praxis oder eines verborgenen Rituals gewesen. Noch überraschender, die Scans zeigten Symbole im Inneren der Taschenform, die später sorgfältig glatt geschliffen worden waren. Den Teamberichten nach waren diese Markierungen absichtlich verborgen worden.
Je genauer sie hinsahen, desto mehr wirkte es, als sei die Tasche gezielt dazu gestaltet worden, etwas zu verbergen. Diese Tarnung war so perfekt, dass sie Jahrhunderte unentdeckt blieb. Die inneren Linien und Symbole deuteten auf eine Planung und Absicht hin, die weit über das hinausging, was man bisher über die mesopotamische Handwerkskunst wusste, und das machte das Rätsel nur noch größer. Die Scans entdeckten außerdem Spuren eines metallischen Materials, das im tiefsten Inneren der gravierten Tasche eingebettet war. Es konzentrierte sich genau dort, wo die Form der Tasche sich wölbte und bog. Manche Archäologen vermuteten, dieses Material habe zur außergewöhnlichen Erhaltung der Tasche beigetragen. Es war dichter als der umliegende Stein und könnte Erosion anders widerstanden haben. Andere spekulierten, es habe einen funktionalen Zweck gehabt. Unbestätigte Berichte späterer Untersuchungen deuteten darauf hin, dass das Material nicht gleichmäßig verteilt war und möglicherweise bewusst während der Herstellung platziert wurde. Einigen Forschern zufolge war es gezielt so konstruiert worden, um zu überdauern und um eine Botschaft zu übermitteln an jeden, der seine Konstruktion zu entschlüsseln vermochte. Die Scans enthüllten eine Komplexität, mit der niemand gerechnet hatte. Für die Archäologen war dieser erste Scan zugleich aufregend und beängstigend. Sie erkannten, die Tasche war mit Absicht und Geheimhaltung erschaffen worden. Sie war nicht nur ein heiliges Symbol, sie war eine Struktur, die etwas enthalten, überdauern und vielleicht eine verborgene Nachricht bewahren sollte. Das Unbehagen im Team wuchs mit jedem Scan. Laut Berichten wurden die Gespräche im Labor immer angespannter. Die Forscher diskutierten leise, was diese inneren Muster bedeuten könnten und warum sie jahrhundertelang verborgen geblieben waren. Das Unbehagen im Team wuchs mit jedem Scan. Laut Berichten wurden die Gespräche im Labor immer angespannter. Die Forscher diskutierten leise, was diese inneren Muster bedeuten könnten und warum sie jahrhundertelang verborgen geblieben waren. Das Unbehagen im Team wuchs mit jedem Scan. Laut Berichten wurden die Gespräche im Labor immer angespannter. Die Forscher diskutierten leise, was diese inneren Muster bedeuten könnten und warum sie jahrhundertelang verborgen geblieben waren. Doch die Geometrie war erst der Anfang. Was danach kam, war weitaus dunkler. Der rituelle Zweck, dem sich niemand stellen wollte. Als die Forscher die Scans mit den Reliefs verglichen, fiel ihnen etwas Beunruhigendes auf. Die Tasche erschien nie zufällig. In jeder Szene, in der sie vorkam, wurde sie von Figuren gehalten, die ganz bestimmte Handlungen ausführten, Handlungen, die zu Reinigungsritualen gehörten. Die Tasche stand niemals im Hintergrund, sie war immer zentral für das, was die Figur gerade tat. Den Berichten nach entsprach ihre Platzierung exakt rituellen Positionen, als wäre sie für das Gelingen der Zeremonie unverzichtbar. Frühe Scans zeigten winzige Spuren organischen Materials in den tiefsten Vertiefungen der Tasche. Einige Archäologen spekulierten, es könnten Reste von getrocknetem Blut oder anderen rituellen Substanzen sein, auch wenn sich nichts endgültig bestätigen ließ. Allein diese Möglichkeit beunruhigte das Team zutiefst und deutete darauf hin, dass die Tasche Teil von Zeremonien gewesen sein könnte, die weit intensiver und möglicherweise gefährlicher waren, als irgendjemand bisher angenommen hatte. In fast jedem Relief erschien die Tasche zusammen mit einem Pinienzapfen in der anderen Hand. Lokale Überlieferungen deuten darauf hin, dass Dorfbewohner und Nachfahren der Tempelwächter glaubten, Pinienzapfen und Tasche gehörten zusammen. Manche unbestätigten Berichte sagen, der Pinienzapfen symbolisiere das Verbreiten oder Aktivieren von etwas, während die Tasche als Behälter diente für das, was im Ritual verwendet wurde. Diese Paarung war über verschiedene Orte und Jahrhunderte hinweg konstant. Die Forscher spürten ein wachsendes Unbehagen, als ihnen klar wurde, das war keine Dekoration. Es war ein bewusstes System, das strengen Regeln folgte. Die Scans zeigten außerdem, dass das Innere der Tasche nicht leer war. Ihre Tiefe und Form waren bewusst gestaltet. Einige Archäologen vermuteten, sie symbolisiere eher das Einschließen als das Transportieren, möglicherweise Substanzen oder Energien, die bei Ritualen verwendet wurden und keine gewöhnlichen Gegenstände. Diese Vorstellung beunruhigte das Team. Wenn das stimmte, war die Tasche Teil heiliger Handlungen, die weitaus komplexer waren als bisher gedacht und vielleicht gefährliche Materialien oder Kräfte beinhalteten. Weitere Analysen verbanden die Tasche mit Reinigungsritualen. Manche Reliefs zeigten sie in der Nähe von Blut, Lebensenergie oder anderen heiligen Flüssigkeiten. In anderen Darstellungen stand sie neben Altären, Wasserbecken oder Plätzen für rituelle Vorbereitungen.
Weitere Analysen verbanden die Tasche mit Reinigungsritualen. Manche Reliefs zeigten sie in der Nähe von Blut, Lebensenergie oder anderen heiligen Flüssigkeiten. In anderen Darstellungen stand sie neben Altären, Wasserbecken oder Plätzen für rituelle Vorbereitungen. Den Feldnotizen zufolge war diese Platzierung so konsequent, dass sie Absicht erkennen ließ. In manchen Fällen verknüpften lokale Berichte die Tasche mit Bereichen, die historisch für Opferungen genutzt wurden. Die Forscher begannen zu erwägen, dass die Tasche womöglich die Macht über Leben und Tod innerhalb dieser Rituale verkörperte. Je länger sie die Szenen studierten, desto klarer wurde: Die Tasche lenkte das Ritual, sie stand im Mittelpunkt jeder Handlung, jeder Bewegung und möglicherweise jedes Ergebnisses. Einige Teammitglieder berichteten von großer Anspannung bei der Analyse. Die Tasche schien das Ritual zu führen und zu bestimmen, was geschehen durfte und was nicht. Den Berichten nach folgten vielleicht sogar die Bildhauer Regeln, die sie selbst nicht vollständig verstanden. Diese Erkenntnis zwang die Historiker, sich einer schwierigen Wahrheit zu stellen. Die Tasche war nicht nur ein Symbol. Sie war ein Gefäß, ein Werkzeug und eine Warnung. Die Technologie, die endlich ins Innere blickte. Zu Beginn der 2000er Jahre stießen die Archäologen an die Grenzen dessen, was man allein durch bloße Beobachtung verstehen konnte. Zuerst setzten die Teams nicht-invasive Scanverfahren ein, die speziell für antike Steine entwickelt wurden. Mit 3D-Laser-Oberflächenkartierung maßen sie jede Kurve und jede Kante. Laut Feldberichten ermöglichte dies eine außergewöhnliche Präzision bei der Erfassung von Tiefe und Winkeln der Gravur. Der Laser konnte Unterschiede sichtbar machen, die dem bloßen Auge verborgen blieben: winzige Unregelmäßigkeiten im Stein, feine Vertiefungen und flache Schnitte. Die Forscher berichteten von einer Mischung aus Erleichterung und Anspannung. Erleichterung, weil die Methode keinerlei Risiko barg. Anspannung, weil selbst mit dieser Technik die Geheimnisse der Tasche verborgen bleiben könnten. Als nächstes kam die Mikroerosions- und Dichte-Scan-Technik zum Einsatz. Sie maß die Härte des Steins in verschiedenen Bereichen und enthüllte feine Unterschiede innerhalb der bearbeiteten Oberfläche. Unbestätigten Berichten zufolge deuteten diese Scans darauf hin, dass Teile der Tasche mehrfach bearbeitet worden waren. Die Schichten der Gravur waren auf eine Weise übereinander gelegt, die nicht zu den umliegenden Reliefs passte. Es wirkte, als wäre das Objekt immer wieder neu geschnitten, korrigiert und verfeinert worden. Zur Ergänzung der Daten wurde die Fotogrammetrie eingesetzt. Tausende hochauflösende Fotos wurden zu präzisen Tiefenmodellen der Tasche und ihrer Umgebung verarbeitet. Den Berichten des Teams zufolge offenbarten diese Modelle Konturen und Linien, die selbst bei starkem Licht unsichtbar blieben. Jeder Schatten, jede Vertiefung konnte nun digital erkundet werden. Die Forscher konnten die Tasche virtuell in den Händen drehen und ihre Struktur studieren, ohne sie zu gefährden. Der letzte Schritt waren bildgebende Verfahren für das Innere des Steins. Mit Technologien ähnlich der medizinischen Bildgebung konnten die Experten unter die äußere Oberfläche blicken. Laut einigen Feldnotizen zeigten diese Scans verborgene Muster innerhalb der Gravur. Versteckte Geometrien und sich wiederholende innere Linien traten zutage. Zum ersten Mal konnten die Archäologen bestätigen, die Tasche war kein einfaches flaches Relief. Sie war mit einer inneren Planung und Präzision geschaffen worden, die weit über gewöhnliche Dekoration hinausging. Als die ersten Scan-Ergebnisse eintrafen, enthüllten sie ein Maß an Komplexität, mit dem niemand gerechnet hatte. Vielen Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß! Klickt auf eine der Karten auf dem Bildschirm, um ein weiteres Video anzusehen. Vergesst nicht, den Kanal zu liken und zu abonnieren.